Hallo, heute wollen wir uns mal eine Wildpflanze anschauen, die es so richtig in sich hat, nämlich der Löwenzahn. Löwenzahn steht total auf Wiesen. Hier ist es so, hier haben wir eine große Wiese. Ja, sowas mag er. Deswegen mag er durchaus natürlich auch Gärten und Parkanlagen und sowas. Insgesamt mag er vor allen Dingen Böden mit einem hohen Stickstoffanteil. Ja, also das ist auf jeden Fall ein bevorzugter Standort von dem. Er mag schon Licht. Ne? Hier hat er jetzt zum Beispiel volles Licht, den ganzen Tag die volle Sonne. Er wächst aber auch an Wegesrändern in Wäldern. Ja, da ist es natürlich eher so halbschattig. Auch damit kommt er klar. Ja, so völliger Schatten eher nicht so. Also ein bisschen Licht sollte es schon sein. Und viele Nährstoffe im Boden sind halt sehr, sehr gut für den. Stickstoff zeigt er uns auf jeden Fall an. Ja, ansonsten ist er recht anspruchslos auch, ne, was so den pH-Wert angeht. Also er mag schon auch saure Böden, kommt auch mit neutralen und eher basischen Böden klar. Also da ist er relativ flexibel, was das angeht. Im Gebirge finden wir den eher seltener. Je flacher das Land wird, eher im Flachland dann eher häufiger, ja, bis sehr häufig. Und ja, er wächst eigentlich am liebsten auf lockeren Böden, aber wir finden ihn natürlich auch in Fugen und sowas, also so in Ritzen zwischen Steinen auf den Wegen und sowas, ja, in irgendwelchen Rissen im Asphalt teilweise und all sowas. Er ist auch eine klassische Pionierpflanze, die eben gerne Ruderalflächen besiedelt, ja, sprich Flächen, die mal menschlich genutzt worden sind vielleicht und jetzt sich selbst überlassen werden oder so, ist der Löwenzahn eine der ersten Pflanzen dann, die dort antanzen und so ein bisschen dafür sorgen halt, dass das ganze Areal wieder so ein bisschen, ja, natürlicher wird und so, ne, und der Boden gelockert wird und all sowas. Das Aussehen vom Löwenzahn ist ja relativ bekannt und wir schauen es uns jetzt aber mal kurz an. Wir gucken mal unter der Erde vor allen Dingen, da haben wir erstmal eine Pfahlwurzel und die kann gerne mal bis zu 1 Meter lang sein, ja, in seltenen Fällen sogar länger als 1 Meter, also ein ziemlich großes Teil. Dann über der Pfahlwurzel bildet sich dann überirdisch eine Blattrosette aus. Ja, da finden wir dann eben die markanten Blätter, die sehr länglich sind, ne, so von der Form her. Und dann rings an den Seiten sind sie halt stark gezahnt. Ja, es ist, als ob sie so spitze Zähne haben, wie im Löwenzähne, ja, daher auch so ein bisschen der Name. Ja, das finden wir vor allen Dingen so mittig in den mittleren Bereichen und oben an der Blattspitze ist es oft spitz, ja, manchmal auch leicht abgerundet. Da ist durchaus ein bisschen was möglich, ja, so Unterschiede. Ja, dann über der Blattrosette finden wir dann einen Stängel, ja, und der ist entweder kahl oder manchmal auch so ein bisschen wie so filzig, behaart leicht und der ist von innen hohl. Ja, der enthält auch Milchsaft, also ist ganz typisch beim Löwenzahn. Ja, die ganzen Pflanzenteile enthalten Milchsaft, aber beim Stängel ist es besonders auffällig und der wird so 10 Zentimeter lang, vielleicht manchmal auch 30, ja, manchmal vielleicht auch noch mehr. Und dann haben wir zuerst meistens so eine kleine grüne Knospe, die sich anfangs bildet. Ja. Dann als nächstes kommt die Blüte, die in Wirklichkeit aber nur eine Scheinblüte ist. Denn wir haben in dieser Scheinblüte solche Zungenblüten, ja, das sind halt wie so gelbe Zungen, ne, die bilden halt wie so ein Teller. Und dazwischen haben wir dann die Einzelblüten, die eigentlichen Blüten, ja, was so ganz kleine, filigrane Geschichten sind. Und das sind die eigentlichen Blüten tatsächlich. Ne? Also so eine Löwenzahnblüte sozusagen besteht eigentlich aus mehreren Löwenzahnblüten. In Wirklichkeit, das Endstadium ist dann hier. Da haben wir dann diesen Pappus, ja, die Samen, die halt wie an so kleinen Fallschirmen dran sind, wo der Wind die halt mittragen kann. Ja, und wie gesagt, so von der Größe her, ne, geht es so in die Tiefe bis zu 1 Meter, manchmal sogar noch mehr, ja, in die Höhe 10, 20, 30 Zentimeter, manchmal auch höher. Und ein Blatt so nach außen hin kann eben auch so 10 bis 30 Zentimeter werden. Also es kann schon eine ziemlich massive Pflanze werden, je nachdem, wie auch so natürlich die Nährstoffvorkommen sind und die Lichtverhältnisse und all sowas. Ja, aber manchmal bleiben sie auch eher klein und ja, was halt ganz typisch ist, ja, so wie jetzt hier, ne, wir finden jetzt Pflanzen, da haben wir noch Knospen, andere, die stehen in voller Blüte, ja, andere hier haben wir dann auch schon die Samen, die ausgebildet sind und ja, so die Hauptblütezeit ist eben meistens so Ende April, Anfang Mai. Ja, je nachdem regional kann es sich auch leicht unterscheiden, aber so ist es meistens so. Aber auch später im Jahr, vereinzelt im Herbst, können die sogar auch noch blühen manchmal, ja, auch das passiert. Aber jetzt ist definitiv so im Frühjahr die Hauptblütezeit. Der Löwenzahn ist auch aus ökologischer Sicht ziemlich interessant und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Zum einen sollte man sich, wenn man den jetzt im Garten hat oder so, oder der irgendwo wächst, überhaupt erstmal überlegen, ob man den wirklich rausrupfen möchte. Denn vom Löwenzahn können viele Pflanzen indirekt sehr profitieren. Denn dadurch, dass der Löwenzahn so eine lange, tiefe Wurzel hat, ist er dazu in der Lage, Nährstoffe sozusagen mehr an die Erdoberfläche zu ziehen. Und dadurch funktioniert er eigentlich wie so ein natürlicher Dünger tatsächlich, ja, die Pflanze. Außerdem kann er natürlich auch Böden, die verhärtet sind und so komprimiert sind, ja, so, wo Erosion und sowas stattfindet, kann er die Böden auch wieder auflockern. Ja, denn er ist dazu in der Lage, wirklich in äußerst verhärteten Böden zu wachsen und die wieder locker zu machen. Auch wenn er natürlich eigentlich lieber in lockeren Böden wächst.
aber die harten machen dem gar nichts aus. Ne? Deswegen finden wir den ja auch wirklich in Fugen in der Stadt, ja, oder wenn irgendwo Risse sind in irgendwelchem Gestein auf dem Boden und so. Der ist ja wirklich da sehr flexibel, was die Standortwahl angeht und kann da wirklich sehr helfen, den Boden wieder so ein bisschen natürlicher zu machen. Also falls wir Menschen eines Tages mal aussterben oder so, dann ist wahrscheinlich der Löwenzahn derjenige, der auf jeden Fall gut dafür sorgt, dass wieder schöne, lockere Erde überall ist. Das, was wir alles verdichtet haben, das macht dann alles wieder gut, ja, dass es wieder passt und da wieder schöne Urwälder wachsen können und sowas. Ansonsten ist er natürlich auch ganz toll für Insekten, ne? Das ist klar, ganz viele Insekten stehen auf die Blüten und bestäuben die sehr gerne. Ja, unter anderem natürlich auch Bienen. Die brauchen zum Beispiel so 10.000 Blüten vom Löwenzahn, um dann 100 Gramm Honig draus zu machen. Ne? Also ist schon auch ein bisschen Arbeit für die, aber das lohnt sich ja auf alle Fälle. Ja, ansonsten ist es auch so, dass nicht nur die Insekten davon profitieren, sondern natürlich auch Vögel durchaus. Ja? Zum Beispiel der Stieglitz oder auch der Distelfink. Die mögen Pusteblumen, ja, nur die pusten nicht, sondern die futtern die Samen. Die stehen auf jeden Fall auf deren Ernährungsplan mit drauf. Ansonsten ist es aber auch so, dass der Löwenzahn nicht nur jetzt gut die Nährstoffe an die Erdoberfläche bringen kann. Ja? Es gibt auch so einen kleinen Nachteil, denn der Löwenzahn kann auch ganz gut Schwermetalle akkumulieren. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass man den nicht in der Stadt sammeln sollte. Also zumindest nicht in der Nähe von Straßen. Da gibt es auch Studien, die das mittlerweile erforscht haben. Und gerade der Löwenzahn, der sozusagen am Straßenrand wächst, kann besonders viele Schwermetalle enthalten. Und deswegen ist da auf jeden Fall darauf aufzupassen. Ja? Und man sollte den lieber halt auf Wiesen sammeln und sowas, wo es halt weit weg ist vom Straßenverkehr eher. Ja, wobei natürlich auch auf Wiesen durchaus die Gefahr besteht, wenn die gedüngt sind mit Gülle, ne, dass da auch Gülle am Start ist. Aber es ist nicht jede Wiese, wo der wächst, ist mit Gülle gedüngt. Also so ist es auch nicht. Ne? Ja, also die Ökologie, ne, ist schon ganz interessant. Der Löwenzahn ist wirklich ein richtiges Kraftpaket, eine sehr starke Pflanze, die wirklich überall wachsen kann. Das hat sie natürlich auch ihren Samen zu verdanken. Ein Kopf, der kann ca. so 50 bis 170, 180 Samen produzieren. Eine ganze Pflanze, an die 5000 waren es, glaube ich, sogar, ja. Und die sind dann auch bis zu 9 Jahren keimfähig. Der Löwenzahn ist schon sehr darauf aus, auch sich durchaus auszubreiten, wenn die Bedingungen halbwegs passen. Ne? Vor allen Dingen, wenn es genug Nährstoffe gibt. Und hier sieht man es ja, hier haben wir eine Wiese und hier ist wirklich hektarweise überall Löwenzahn. Es ist alles komplett voll damit. Hier kann der Wind natürlich auch richtig schön die ganzen Samen überall hintragen und verbreiten und davon profitiert er natürlich hier sehr. Der Löwenzahn enthält allerlei schöne Inhaltsstoffe. Den einen, den kriegen wir auch direkt zu spüren, wenn wir einfach mal was kosten, ja, ein Blatt. Und es ist eigentlich nicht nur einer, sondern gleich mehrere, nämlich Bitterstoffe sind da drin, ne? Denn es schmeckt so ein bisschen bitter und das ist durch die Bitterstoffe zu erklären. Außerdem enthält der Löwenzahn auch Triterpene. Da ist insbesondere das Taraxasterol zu nennen. Ja, das ist also ein Triterpen, was besonders mittlerweile erforscht wird und so, weil halt vermutet wird, dass gerade das besonders viel für die vielfältigen Wirkungen, um die es später noch geht, vom Löwenzahn verantwortlich ist. Ja, dann enthält es auch noch eine Phenolsäure und ansonsten haben wir auch in der Wurzel relativ viel Inulin, insbesondere im Herbst. Ja, und das Inulin ist natürlich für alle Menschen interessant, die Diabetes haben, aber auch für alle anderen. Ja, denn Inulin ist ja sehr gut fürs Mikrobiom und hat da sehr gute Effekte auf jeden Fall für die Darmgesundheit. Ansonsten enthält der Löwenzahn natürlich auch noch allerlei schöne Vitamine, ja, zum Beispiel Vitamin A und Vitamin C, Vitamin K und auch Mineralstoffe, ja, da sind zum Beispiel Eisen und Calcium insbesondere zu nennen. Also der enthält alle möglichen feinen Sachen, ja, die sehr gesund sein können. Dann schauen wir uns mal die Studien an, die mit dem Löwenzahn bzw. mit den Extrakten aus dem Löwenzahn gemacht worden sind. Und da zeigt sich wirklich eine unfassbar facettenreiche Vielfalt an Wirkungen. Und das Problem ist natürlich, wie immer, die Studien sind vor allen Dingen Tierversuchsstudien. Das heißt, es lässt sich nicht alles ohne weiteres so auf den Menschen übertragen. Aber es könnte schon so sein, auch bei Menschen. Ja, und da gucken wir mal. Also zum einen haben wir beim Löwenzahn, was sich gezeigt hat, eine diuretische Wirkung. Ja, dann eine Wirkung, die die Produktion der Gallensäfte befördert. Und wenn wir schon mal beim Thema Verdauung sind, hat sich auch eine präbiotische Wirkung gezeigt, ja, dass es praktisch gut ist für die guten Darmbakterien, also fürs Mikrobiom. Außerdem hat sich eine leberschützende Wirkung gezeigt, eine antikanzerogene Wirkung, antiallergische Wirkung, dann eine blutzuckersenkende Wirkung, dann eine entzündungshemmende Wirkung, ja, zum Beispiel bei Ödemen auch. Und dann haben wir noch ganz interessante Sachen, es hat sich auch eine leistungssteigernde Wirkung gezeigt und außerdem auch antidepressive Effekte, die unter anderem auch damit in Zusammenhang gebracht werden, dass sich gezeigt hat, dass es den BDNF erhöht hat. Ja, das ist sozusagen, der ist involviert
Also den finden wir im Körper an ganz vielen Stellen. Und BDNF ist zum Beispiel im Langzeitgedächtnis involviert oder im abstrakten Denken. Und es wurde eben in Tierversuchsstudien erhöht mit Hilfe vom Löwenzahn bzw. Extrakten. Und außerdem hat sich auch eine Anti-Adipositas-Wirkung gezeigt. Wie man sehen kann, ja, sehr facettenreich das Ganze. Und leider Tierversuchsstudien nur. Am Menschen gibt es jetzt auch eine Studie, ja, da hat sich die diuretische Wirkung auch nochmal bestätigt. Und wo wir schon mal beim Thema diuretische Wirkung sind, ja, da wird ja viel ausgeschieden, ne, bei so einer Wirkung. Und der Vorteil ist aber, dass manches, was besonders viel ausgeschieden wird, zum Beispiel dann auch Kalium, im Löwenzahn zahlreich wieder drin ist. Ne, dass man da teilweise also auch das gleich wieder auffüllen kann, die Sachen, die man vielleicht gar nicht ausscheiden wollte unbedingt. Zeit für eine kleine Reise durch die Geschichte. Und die Geschichte, da ist zum Teil gar nicht so viel bekannt. Ne? Das ist erstmal vorweg gesagt, was natürlich erstmal verwundern mag, denn der Löwenzahn ist ja irgendwie eine Pflanze, die wirklich extrem häufig ist. Ja, man sieht sie irgendwie gefühlt überall, diese Pflanze, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Trotzdem ist über die Geschichte, so insbesondere aus der Antike, gar nicht so viel bekannt. Woran kann das liegen? Das mag wohl vor allen Dingen ökologische Faktoren haben, denn der Löwenzahn war damals so vor längerer Zeit in der Antike einfach noch nicht so häufig. Ja, mittlerweile ist er eine der häufigsten Pflanzen überhaupt. Aber das hat natürlich vor allen Dingen damit zu tun, auch mit ja, durchaus negativen Aspekten, wie wir Menschen mit der Natur umgehen. Zum Beispiel durch Überdüngung, ja, oder durch Eutrophierung aus der Luft, die zum Beispiel ja, durch Verbrennungsprozesse, Energiegewinnung, ja, und Verkehr und sowas zustande kommt. Dadurch, dass halt die Böden voller Stickstoffe sind, hat sich der Löwenzahn eben in den letzten Jahrzehnten, ja vielleicht auch schon Jahrhunderten, aber vor allen Dingen Jahrzehnten eben erst so richtig doll ausbreiten können. Und das war eben in der Antike noch nicht so der Fall, darum gibt es da noch gar nicht so viel aus der Zeit. Aber wir schauen uns mal ein bisschen an, jetzt erstmal, wo der Löwenzahn so trotzdem in der Geschichte verwendet worden ist. Also in der Heilkunde war es vor allen Dingen ein Kraut, was eingesetzt worden ist, ja als Diuretikum, ja bei allerlei Blasenbeschwerden und sowas, wenn halt irgendwie Sachen ausgeschwemmt werden sollten, ja auch so Frühjahrskuren und all solche Sachen. Darum ging es oft, ja. Auch so gegen Blasensteine und so Steinbildung. Auch da wurde der eingesetzt. Also das ist so ein großes Thema. Und ein anderes ist vor allen Dingen die Verdauung. Ja, dass es bei Völlegefühl, Blähungen und sowas eingesetzt worden ist nach schweren Mahlzeiten. Insgesamt Verdauungsproblem, auch zum Appetit anregen. Ja, all solche Sachen. Also auch das ist ein ganz zentrales Element. Aber auch äußerlich wurde der Löwenzahn eingesetzt. Ja, zum Beispiel bei Ekzem oder auch bei Warzen und so. Ne? Das hat vor allen Dingen damit zusammen mit dem Milchsaft, den wir vor allen Dingen im Stiel finden. Pflanzen, die so Milchsäfte haben, die wurden eben sehr gerne verwendet bei Warzen und sowas. Da hat man halt immer geglaubt, dass es hilft. Ne? Und beim Schöllkraut zum Beispiel, da haut es ja auch ganz gut hin dann. Ja, das sind so die Verwendungen in der Naturheilkunde traditionell. Aber auch kulinarisch gab es da viele Sachen natürlich, die gemacht worden sind, ne? Die man natürlich auch immer noch gut machen kann. Also zum einen natürlich der Löwenzahn-Honig, dass eben die Blüten gekocht worden sind und zu einem Honig verarbeitet worden sind, ohne Bienen praktischerweise. Ja. Knospen wurden eingesetzt, zum Beispiel als Kapern und sowas. Ja, die Blätter wurden natürlich gegessen in Salaten und für Säfte verwendet und all sowas. Und die Wurzeln wurden geröstet und als Kaffeeersatz verwendet. Ja, ansonsten, was auch eine sehr beliebte Zubereitungsmethode war, ist der Dandelion Wine, also Löwenzahnwein. Ja, das ist so was ganz Klassisches. Dann auch sowas für Root Beer und so im englischen Raum kennt man das vielleicht, ja, oder auch Dandelion und Burdock, also es sind so Brausen und sowas, die da draus gemacht worden sind und ja auch immer noch gemacht werden. Also kulinarisch, ja, war da vieles immer schon mitgemacht worden. Dann gibt es aber auch noch ganz andere Verwendungen, die natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Das eine sind die Blüten. Ja, man sieht, sie sind sehr gelb und deswegen wurden sie halt auch getrocknet, um so ein gelbes Pigment herzustellen, ja, um halt für allerlei zum Malen und all sowas. Ne? Oder auch Kleidung wurde damit gefärbt zum Teil. Was dann noch ganz interessant ist, dass der Löwenzahn Latex enthält, ja, zumindest in sehr kleinen Mengen, der wilde. Und mittlerweile ist es so, dass daraus sogar jetzt schon eine Gummialternative hergestellt worden ist. Also es wurde eine bestimmte Löwenzahnart, die eher in Russland zu finden ist, jetzt genommen und weiter gezüchtet. Und daraus lässt sich nun Gummi herstellen. Und man hat eine Alternative zum Gummibaum und sowas gefunden. Und mittlerweile kann man da auch schon richtig Autoreifen und Fahrradreifen erwerben, so die ersten Modelle.
gibt es da schon von, was natürlich ganz interessant ist. Ne? Aber das ist gar nicht so neu unbedingt, das Thema Gummiherstellung oder so halt so als Kautschukersatz. Das spielte im Zweiten Weltkrieg schon eine relativ große Rolle, denn da wurde sowohl in Deutschland als auch in Russland eben dran geforscht, um eben einen Ersatz zu finden für den Kautschuk. Das ist eher ein finsteres Kapitel, denn das meiste davon fand im Konzentrationslager in Auschwitz statt, wo halt Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind für diese Erforschung. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte, um den Löwenzahn wieder so verwendet worden ist. Jetzt schauen wir uns natürlich auch noch ein bisschen so Sagen und Legenden an. Ja, wie gesagt, da gibt es nicht so viel. Da gibt es zum einen diese Geschichte mit Theseus, dass der, als er den Minotaurus ermordet hat, heißt es, dass er sich danach erstmal eine gute Mahlzeit mit Löwenzahn, einen Löwenzahnsalat gegönnt hat. Aber es gibt noch eine alternative Version von der Geschichte, die sagt er, dass er sich 30 Tage lang, bevor er den Minotaurus getötet hat, vor allen Dingen von Löwenzahn ernährt hat, ja, und daraus wahrscheinlich dann so die Kraft geschöpft hat. Also vielleicht macht die eher noch mehr Sinn, vielleicht diese Version, ne? Irgendwie gibt es beide. Ja, ansonsten hat er natürlich auch noch so ein bisschen Brauchtum durchaus als Orakel, wobei das natürlich eher so im Spiel gedacht war von Kindern und so immer, ne? Dass halt dann gepustet worden ist und dann heißt es, so viele Samen, die sozusagen noch am Löwenzahn dran sind, wieder noch stehen bleiben, so alt wird man oder so viele Jahre wird man noch leben. Also da gibt es alle möglichen Versionen von. Dann gab es auch so ein bisschen so ganz interessante Sachen in der Richtung, dass zum Beispiel, dass es hieß, wenn man Zahnschmerzen hat, soll man frische Blätter aufhängen und so lange halt hängen lassen, bis sie trocken sind, dass es helfen soll gegen Zahnschmerzen. Dann sollte es helfen, die Wurzel, die an einem ganz bestimmten Tag zu einer ganz bestimmten Uhrzeit ausgegraben werden, in einem Amulett getragen, sollen bei Augenbeschwerden helfen. Außerdem gab es den Glauben, dass wenn man sich von Kopf bis Fuß mit Löwenzahn einreibt, dass man dann mehr Ansehen gewinnt und auch alle Wünsche in Erfüllung gehen. Außerdem, wie gesagt, da ist Milch, ne, in der Pflanze drin und das wurde dann teilweise also auch den Kühen gegeben, nämlich in der Hoffnung, dass man gedacht hat, dass verhexte Kühe, die sozusagen nicht mehr richtig Milch geben, dass wenn die das dann essen, diese Milch aus dem Löwenzahn, die dann irgendwie auch wieder dazu bringt, mehr Milch zu geben. Also auch in der Richtung wurde da einiges mitgemacht. Ja, also das ist so ein bisschen die Geschichte vom Löwenzahn. Ja, wie gesagt, ne, ist jetzt gar nicht so lang her alles unbedingt und so sieht's aus. Eine weitere geschichtliche Besonderheit vom Löwenzahn sind seine Namen. Denn er heißt ja oft nicht einfach nur Löwenzahn, sondern er hat hunderte andere Namen noch. Ja, zum Beispiel auch Butterblume oder auch Hundszahn. Aber er hat auch ganz interessante andere Namen, die so ein bisschen auf die Wirkung zurückgehen. Da ist insbesondere natürlich sowas zu nennen wie Bettpisser oder Bettseicher. Ja, das gibt da zwei Versionen sozusagen. Für die eine Erklärung ist natürlich, dass die Blüten, wenn sie blühen und man die so in Berührung kommt auf Stoff oder sowas, den gelb verfärben, dass es halt so aussieht, ne, als hätte da jemand reingeseicht. Oder es ist natürlich auch die diuretische Wirkung. Und das ist natürlich das Wahrscheinlichere auch, ne, dass die diuretische Wirkung dafür sorgt, dass dieser Löwenzahn eben auch so tolle Namen bekommen hat, ja, wie eben Bettseicher oder Bettpisser. Das Tolle am Löwenzahn ist, dass man wirklich fast das ganze Jahr was davon hat und immer davon Sachen ernten kann. Also im Frühjahr geht es los, also wirklich so im frühen Frühjahr, ja, so im Vorfrühling insbesondere. Da ist so die Hauptzeit, wo Blätter geerntet werden. Ja, frische neue Blätter, die relativ zeitig im Jahr eben schon ausgetrieben werden. Und da sind die Blätter noch am zartesten und auch geschmacklich am mildesten. Ja, da haben sie eher so ein blumiges Aroma und sind noch nicht so bitter. Man kann sie aber auch immer noch später im Jahr ernten. Ja, das ist jetzt auch nicht so das große Problem. Sie sind dann halt durchaus teilweise ein bisschen bitterer später im Jahr. Ja, dann kommen irgendwann die Knospen und die Knospen eignen sich sehr gut, um sie zu fermentieren, ja, oder sauer einzulegen oder auch um sie anzurösten, ja, so zu alles Mögliche zu dünsten und so. Also auch für die warme Küche sind die Knospen sehr gut geeignet. Ja, und die Blüten, da ist natürlich so eine ganz klassische Sache, eben wie schon angesprochen, auch in der Geschichte, der Löwenzahnhonig, ja, dass man die eben so einen Honig da draus kocht oder wie so ein dickes Sirup, ja, kann man sich halt überlegen, ob es eher flüssig oder eher dick sein soll, je nachdem, was man dann damit vorhat. Ja, und dann im Herbst, wenn dann eigentlich so langsam Schluss ist, dann ist natürlich die beste Zeit, die Wurzeln wiederum zu ernten. Und die enthalten dann besonders viel Inulin, ne, wie wir gehört haben. Und die eignen sich dann auch, um sie anzudünsten. Ja, wie gesagt, rösten auch als Kaffeeersatz haben wir noch nie gemacht. Aber durchaus, wir verwenden sie halt in der warmen Küche hin und wieder, ja auch so für Ofengemüse oder sowas ganz gut. Oder ja, man kann sie natürlich auch einfach roh essen und in den Salat raspeln oder sowas oder in Scheiben schneiden. Also das ist so, was wir damit machen.
Aber wir interessieren uns natürlich auch immer noch sehr dafür, was ihr so mit dem Löwenzahn macht. Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ja, ansonsten haben wir ein Buch geschrieben, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja, das heißt Mittendrin im Draußen. Da geht es natürlich auch um Pflanzen wie den Löwenzahn und die Natur im ganzen Jahr. Ja, und die ganzen Zusammenhänge von Pflanzen und Pilzen und allem Möglichen. Da wird richtig schön eingetaucht in die Natur. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr das Buch vorbestellt. Ja, Mittendrin im Draußen findet ihr jetzt überall. Ansonsten freuen wir uns auch über Spenden bei PayPal und Patreon oder wenn ihr in unserem Merchandise-Shop vorbeischaut. Und dann haben wir hier ein tolles Video über die Gundelrebe, die jetzt zur gleichen Zeit auch blüht wie der Löwenzahn, und hier den Waldmeister, der dann kurz nach dem Löwenzahn auch blüht.